Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal habe ich vor, euch zwei Weihnachtsdeko-Ideen mit Gläsern zu zeigen. Den Anfang wird jetzt hier dieses größere Glas machen und das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 25 cm und der Durchmesser beträgt ca. 14 cm. Ich werde jetzt mal als erstes dieses Gummiband um mein Glas machen, weil dann hat man schon mal deutlich einfacher, als wenn man das jetzt weglassen würde. So, dann habe ich jetzt hier auf meinem Arbeitstisch auch etwas Grün liegen. Das hier stammt von einer Schwarzkiefer. Dann habe ich hier Tannengrün und das hier hinten sind Zweige von einem Blumenhartriegel. Das gesamte Grün muss ich jetzt natürlich auch noch zurechtschneiden. Ich mache jetzt hier mal als erstes mal das Tannengrün. Zack. Das soll auch nachher eine unterschiedliche Länge haben. Und ich habe auch teilweise Tannengrün ausgewählt, was schon stellenweise ein wenig fledderig ist. Das darf aber auch ruhig sein bei dem Glas. Das ist halt auch bei der Schwarzkiefer der Fall. Nun hebe ich das Gummiband an und dann könnt ihr nämlich die Materialien hier ganz entspannt einfach erstmal so unter das Gummiband einarbeiten. Genauso mache ich das gleich mit dem Blumenhartriegel und auch hier mit der Schwarzkiefer. Den hier nehmen wir mal ab. Ihr könnt es auch noch kürzer schneiden oder länger lassen, ne? Je nachdem, wie ihr das halt leiden mögt. Den Anfang mache ich aber jetzt hier erstmal mit dem Tannengrün. Dann kommt, muss ich mal gucken, vielleicht als nächstes die Schwarzkiefer hinzu und zum Schluss der Blumenhartriegel. Man kann auch andere Zweige nehmen, je nachdem, was ihr halt bei euch im Garten finden solltet. Ne? Müsst ihr einfach mal gucken. Zum Beispiel das Grün von einer Atlaszeder, der sieht bestimmt auch super aus. Ja, ich brauche noch etwas Längeres. Und ich wollte ja ganz gern dieses Fledderige hier mit einarbeiten. Nun nehme ich mir feinen Bindedraht und befestige diesen an meinem Glas. So, ich mache da jetzt auch mal gleich einen Knoten hinein. Das Ende von meinem Draht lasse ich ein gutes Stück hinausschauen. Das braucht man nachher noch. Am besten ist immer ein Doppelknoten, dann hält das schon mal etwas besser, wie ich zumindest finde. So, lieber Draht, sei mal so nett, geh da mal drunter. Es muss jetzt noch nicht super stramm hier sein, ne? Aber das wird gleich strammer drumherum gewickelt werden. Ja, ich habe es ja jetzt schon gesagt. Das Grün wird jetzt mit diesem feinen Bindedraht befestigt werden. Und dann kann man nämlich im Anschluss das Gummiband entfernen, beziehungsweise ich muss mal gucken, ob ich es abschneiden werde oder ob ich es einfach nach unten hinwegziehen kann. Aber ich denke, ich kann das jetzt gleich so nach unten hinwegziehen. Ja, und dann halt so lange drumherum wickeln mit dem feinen Bindedraht, bis ihr mit dem Ergebnis soweit zufrieden seid. Die Farbe des feinen Bindedrahts bleibt jetzt natürlich auch jedem selbst überlassen, da hat ja jeder einen anderen Geschmack. Ich habe mich jetzt bewusst für diesen silbrigen Bindedraht entschieden. Bevor ich jetzt hier unterhalb meines Gummibands mit dem Bindedraht entlang wickle, nehme ich das erst einmal weg, ne, weil sonst müsste man es wirklich abschneiden. Und eine Sache noch zu dem feinen Bindedraht. Ihr solltet den, ich sag mal jetzt nicht zu extrem stramm ziehen, weil der kann dann gut und gerne auch mal einreißen. Ne? Also da ein bisschen vorsichtig arbeiten. Ansonsten den Bindedraht halt nochmal wieder neu befestigen. So, und dann mache ich jetzt hier den unteren Bereich auch mit dem Bindedraht mal fest. Oh, hier ist gerade irgendwo was hinausgeflogen. Und ihr könnt aber auch im Laufe des Festwickelns immer noch mehr Materialien einarbeiten, ne? Wenn ihr das möchtet. Ist aber bei mir jetzt nicht nötig. Leider habe ich jetzt vergessen zu filmen, wie ich meinen Draht abschneide. Jedenfalls habe ich bis zu der Stelle drumherum gewickelt, wo wiederum der Anfang meines Drahtes war. Ja, und dann habe ich die beiden Drähte einfach miteinander verzwirbelt und überschüssiges Material hatte ich abgeschnitten. Ja, und das hier, das stecke ich jetzt hier einfach mal so unterhalb des Grüns. Und dann mache ich mir mal wiederum Gedanken, wie ich mein Glas weiter dekorieren möchte. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht und ich werde nun mit der Heißklebepistole diese Holzsterne direkt an meinem Grün befestigen. Also nicht an dem Glas, sondern direkt an diesem Grün hier.
Jetzt fülle ich noch Spiegelsand in mein Glas hinein, aus dem einfachen Grund, mein Glas hat hier am Boden so eine Wölbung und von daher würde meine Kerze dann nicht wirklich gerade in dem Glas drinne stehen. Ne? Das könnt ihr machen mit dem Spiegelsand, müsst ihr aber nicht machen. Ich denke, ich werde hier alles mal hineinschütten. Die ist jetzt auch so schön, ich wollte gerade lilafarbig sagen, so schön silbrig. Kann man auch roten nehmen, ne? Also dann habt ihr ja auch eine riesige, wie heißt das, Farbauswahl. Wo habe ich jetzt meinen alten Pinsel? Weil die kann man immer ganz gut nehmen, um den Spiegelsand auch nochmal, ja, besser zu verteilen. So. Kerze. Die könnte ich eigentlich für euch auch mal ausmessen. Jetzt geht es hier wieder los. Ja, so 19 cm. Und der Durchmesser 7 cm. So, ich drehe die mal eben hier hinein. Ich muss mal gleich aus einer anderen Perspektive selber gucken, ob die da jetzt überhaupt gerade drin ist. Ja, und somit ist dieses Glas jetzt fertig. Noch mehr werde ich da jetzt nicht dran einarbeiten. Genau so rum. Drahtschere, brauche ich die noch? Ne, die kann weg. Die kann auch weg. Ne, Quatsch, die brauchen wir noch. Glas Nummer 2 hat jetzt einen Durchmesser von in etwa 16 cm und die Höhe so in etwa 22 cm. Das Glas, das ist schon sowas von alt. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Irgendwann wird es mal auseinanderfallen, aber heute hoffentlich nicht. Mein Glas wird nun nach und nach befüllt werden und zwar mit Zweigen einer Mädchenkiefer. Dann habe ich hier etwas Mädchenkiefer, wo die Nadeln noch vorhanden sind. Grün einer Nordmann-Tanne. Im Übrigen handelt sich das jetzt hierbei um Reste aus vorherigen Projekten. 3-mal Pinienzapfen, eine 2 Meter lange Drahtlichterkette, batteriebetrieben. Dann habe ich hier vorhin noch diesen kleinen süßen Weihnachtsmann gefunden. Und nicht zu vergessen, etwas Bio-Schnee. Ich wollte jetzt gerade Bio-Schneespray sagen. Damit werde ich mal als erstes beginnen. So, ich schneide das jetzt hier mal vorsichtig auf. Irgendwann wird das Ganze ja auch mal wieder abgebaut werden und das werde ich alles aufheben für nächstes Jahr. Ne? Das wird jetzt hier in meinem Fall nicht einfach irgendwann mal entsorgt werden. Das ist nämlich völliger Blödsinn. Auch hier diese Sterne, ne? Die werde ich im Laufe der Zeit auch mal abfummeln. Ey, das ist ja cool. Das ist so richtig schön plüschig. Oh, oh, es klebt etwas an meinem Glas, aber ist eigentlich noch nicht mal schlimm. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so an dem Glas dran bleibt. Aber kann ruhig, ne? Finde ich jetzt noch nicht mal schlimm. Ich hatte das Glas jetzt nämlich zuvor auch noch mal sauber gemacht. Nee, das kann ruhig da dran bleiben, ne? So, was wollte ich jetzt erzählen? Als erstes mal der Schneemann. Habe ich jetzt vorhin Schneemann gesagt oder Weihnachtsmann? Ja, sehen wir dich nachher noch. Der ist ein bisschen klein. Ich drücke das hier mal etwas an. Doch, der kann da hinein. Nehme ich hier mal ein paar Zweige. Müssen jetzt auch keine Zweige von einer Mädchenkiefer sein, ne? Ist jetzt vollkommen egal. Dann würde ich auch mal ruhig die Drahtlichterkette schon mal mit einarbeiten. Vergisst man das nachher noch. Bin mal gespannt, wie weit ich hier mit diesen 2 Metern Drahtlichterkette auch nachher komme. Hoffentlich ist die nicht zu lang. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal für euch auch etwas beschleunigen. So viel kann man dazu jetzt eigentlich nicht mehr erzählen. Ja, das sieht doch so schon mal ganz niedlich aus. Und ich werde noch ein wenig Schnee hier oben drüber streuen. Müssen wir mal gucken. Ey, das Zeug ist echt cool. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem Glas einarbeiten. Ja, und das Batteriefach, das lege ich mir auch einfach hinter mein Glas, weil mein Glas wird vor einer Wand platziert werden. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!